Seid ihr auch so begeistert von Räuchertofu wie ich? Dann ist dieses Rezept perfekt für euch. Los geht's! Zuallererst bereite ich den Räuchertofu vor. Dafür schneide ich die Haut vom Räuchertofu unten und oben weg und diese Haut schneide ich dann in feine Streifen. Den Tofu-Block schneide ich in 5 mm breite Streifen und dann in 2 cm lange Stifte. Über die Jahre habe ich so meine Erfahrungen gesammelt mit Räuchertofu und festgestellt, es gibt Räuchertofu in ganz unterschiedlichen Qualitäten. Besonders lecker ist er, wenn er schön fest und dunkel ist, zum Beispiel der Räuchertofu von Typhoon. Derselbe Hersteller produziert auch Tofu, der unter der Marke Tukan bekannt ist. Es handelt sich hier um Bio-Tofu, der ausschließlich aus europäischen Bio-Sojabohnen hergestellt wird. Geräuchert wird er mit einem speziellen Reiberauchverfahren, bei dem maximal Temperaturen von 400 Grad erreicht werden. Bei konventionellen Rauchverfahren kommt es zu Temperaturen von bis zu 800 Grad, was natürlich auch gesundheitsschädliche Stoffe entstehen lässt. An dieser Stelle ein kurzer Disclaimer, das war jetzt keine Werbung, da der genannte Hersteller von diesem Video hier nichts weiß. Es ist nur für euch ein Tipp, damit ihr richtig guten, gesunden und leckeren Tofu einkauft. Meist wird Räuchertofu nicht zusätzlich mariniert, weil er schon sehr viel Eigengeschmack hat. Wir machen es aber trotzdem, denn wir wollen den Räuchertofu noch ein bisschen aufpeppen. Für die Marinade verrühre ich in einer Schüssel Tamari, geräuchertes Sesamöl, Yakonsirup und Räuchersalz. Die Tofu-Stifte dazugeben, alles gut vermengen und 15 Minuten marinieren. Die Kartoffeln in einen Topf geben mit gesalzenem Wasser und garen. Danach in einem Sieb abgießen und abtropfen lassen und pellen. Für den Kartoffelstock Hafertrink mit der Margarine und Muskatnusspulver in einem Topf erhitzen. Die gepellten Kartoffeln dazugeben und alles zu einem feinen Kartoffelpüree stampfen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und dann abgedeckt warm halten. Eine große Pfanne erhitzen mit etwas Margarine. Die marinierten Tofu-Stücke inklusive der Flüssigkeit darin 3 Minuten braten. Wenn die Flüssigkeit verdampft ist, die Tofu-Stifte auf einen Teller geben und zur Seite stellen. In der gleichen Pfanne werden dann die Tofu-Hautstreifen angebraten. Die kommen dann beim Servieren als Topping zum Einsatz. Weiter geht's mit der Soße. Die Pfanne wird nicht ausgewischt, denn wir wollen den Bratensatz, der unten in der Pfanne klebt. Nochmals etwas Margarine erhitzen, den gehackten Knoblauch und Bratensoßepulver dazugeben und kurz mitdünsten. Wir verwenden hier unser selbstgemachtes Bratensoßepulver. Das findet ihr im Rezept verlinkt. Natürlich könnt ihr auch ein fertiges Bratensoßepulver kaufen. Wir empfehlen euch aber, falls ihr ein fertig Bratensoßepulver kauft, die Zutatenliste richtig gut durchzulesen und euch dazu Gedanken zu machen, was ihr dazu euch nehmt. Selber gemacht ist natürlich immer am besten, denn dann weiß man, was drin ist. Nach einer Minute dünsten lösche ich mit veganem, alkoholfreiem Weißwein ab. Gemüsebrühe dazugeben und einmal aufkochen lassen. Diese Soße bekommt ihren unglaublich leckeren Geschmack natürlich auch durch die Gewürze, die ich jetzt dazugebe. Welche das sind, das findet ihr heraus, wenn ihr das Rezept durchliest. Hier unten ist der Link. Nun kommt noch Tamari dazu, Wacholderbeeren, ein Lorbeerblatt und ein Rosmarinzweig. Den Hafertrink einrühren und die Soße 10 Minuten köcheln lassen. Danach die Wacholderbeeren, das Lorbeerblatt und den Rosmarinzweig entfernen, die Hafersahne einrühren, mit Räuchersalz und Pfeffer abschmecken und mit der angerührten Kartoffelstärke abbinden. Wir sind kurz vor dem Anrichten. Die Tofu-Stücke kommen jetzt in die Soße, damit auch diese warm werden. Diese wundervolle Soße mit den Tofu-Stücken drin servieren mit dem Kartoffelpüree. Und was auch sehr gut dazu passt, ist zum Beispiel gedämpfter Brokkoli. Zum Schluss kommt noch etwas Grünes darüber, nämlich gehackte Petersilie. Und schon können wir essen. Ein Traum für alle Tofu-Liebhaber.
Ich hoffe, dieses Gericht schmeckt euch genauso gut wie mir. Ich wünsche euch viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!